For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute für euch ein Uromastix thomasi. Jungtier, ne? Klar, sieht man an der Größe. Uromastix thomasi, eine wunderhübsche Dornschwanzagame aus Afrika. Also wenn ihr euch mal gerade am Kopf auch diese Zeichnung anschaut, ne, dann dieses kurze, runde Stummelschwänzchen, ne, wie so ein Biberschwanz, bisschen, ne, so flach und breit. Wirklich eine wunderschöne Dornschwanzagamenart. Ne. Wir hatten ja die Dornschwanzagamen-Folge beim Jörg Müller. Da seht ihr die Tiere in groß auch. Wie gesagt, so sehen kleine Nachzuchten aus. Wunderhübsche Agame, liebt's knalleheiß, knalleheißes Wüstenterrarium. Also ich bin totaler Dornschwanz-Fan und deswegen wollte ich die euch heute als Intro-Tierchen zeigen. Das Thema heute habe ich passend ein bisschen zur Jahreszeit ausgewählt. Der Winter steht vor der Tür und deswegen alle Jahre wieder kommen da die Fragen auf zur Winterruhe bzw. zur Winterstarre. Ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Die Reptilien brauchen diese Winterruhe, diese Winterstarre. Natürlich nicht alle Reptilien, aber einige davon, kommen wir nachher drauf, brauchen diese Winterruhe, Winterstarre. Brauchen die auch schon im ersten Jahr. Ne? Manchmal hat man auch so, oder früher hat man gesagt, na, das erste Jahr lässt man noch weg und so weiter. Völliger Quatsch. In der Natur lässt auch keiner was weg. Also man muss im ersten Jahr das schon machen. Nur so bleiben die Tiere gesund und agil. Komme ich später auch noch mal intensiver drauf. Und deswegen, das wird heute unser Thema sein. Erstmal noch der Unterschied Winterruhe, Winterstarre. Die Winterruhe ist alles ein bisschen wärmer sozusagen. Das ist irgendwo, spielt sich das zwischen 10 und 20 Grad ab. Die Tiere sind schon eher wach, laufen vielleicht auch mal ein wenig rum, gibt vielleicht mal einen wärmeren Tag, wo die Tiere rauskommen, vielleicht womöglich sogar was trinken. Das ist die Winterruhe. Ne? Und dann haben wir die Winterstarre. Das ist irgendwo deutlich unter 10 Grad. Da sind die Tiere in der Regel völlig vergraben, der Stoffwechsel völlig runtergefahren, Herzfrequenz, Puls völlig runtergefahren. Das ist eine Starre, wo die in Anführungsstrich weggetreten sind und auch nicht rauskommen und gar nicht reagieren oder gar nicht wach sind. By the way, ich hatte es gerade vorher schon angesprochen, natürlich macht nicht jedes Terrarientier eine Winterruhe oder Winterstarre. Ne? Also so Klassiker wie hier so eine Boa Constrictor Salmon, by the way, die macht keine Winterruhe. Oder Königspython, ne? Unser klassisches Terrarientier, macht auch keine Winterruhe. Und so gibt es sogar relativ viele andere Terrarientiere, ne? Die verschiedenen tropischen Landschildkröten, ne? Aldabra, Sulcata, Pardalis oder bei den Echsen, grüner Leguan. Das sind alles Tiere, die keine Winterruhe, keine Winterstarre machen. Die haben auch schon ein bisschen so einen jahreszeitlichen Verlauf, aber da reicht schon. Also bei uns im Winter wird es natürlich kühler und wenn es draußen kühler wird und in der Wohnung kühler wird, dann wird auch unser Terrarium zwangsläufig 1-2 Grad kühler, würde ich sagen. Ne? Egal wie gut unser Haus isoliert ist, wie gut unser Terrarienraum beheizt ist oder unser Terrarium beheizt ist, so ein rundes Grad, würde ich behaupten, wird es im Winter trotzdem kühler. Ne? Im Sommer hat die Wohnung vielleicht an heißen Tagen 25 oder noch mehr Grad. Im Winter hat die Wohnung 21 Grad oder vielleicht sogar nur 20 Grad. Und entsprechend überträgt sich das aufs Terrarium. Und da haben wir so unsere jahreszeitliche Schwankung. Und das ist das, was für diese tropischen Terrarientiere absolut reicht. Also da muss ich nichts bewusst machen, sondern das reicht in der Regel aus für die normale Haltung. Wenn ich jetzt züchten will und so ein Tier stimulieren will, da kann es vielleicht sein, dass ich die Nachtabsenkung noch ein wenig runter mache oder sowas. Das ist nochmal ein extra Thema, was wir in den Züchterfolgen besprechen. Aber so standardmäßig reicht dieser Rhythmus aus. Das sind Tiere, die in Äquatornähe leben und dort hat es einfach keine ausgeprägten Jahreszeiten mit warm, kalt, wie bei uns jetzt hier in Europa oder wie es auf der südlichen Halbkugel
südliches Australien oder südliches Südamerika hat, kommt da alles nicht zum Tragen. Hier so zwei Klassiker in der Terraristik, Bartagame und Kornatter, also anerythristische schwarze Kornatter, nicht, dass ihr euch wundert, Kornatter müsste ja rot sein. Das sind so klassische Terrarientiere, wo man eine Winterruhe macht, ne? Also die muss ich nicht in den Kühlschrank packen, ganz so kalt brauchen die es nicht, aber die brauchen auf jeden Fall eine Winterruhe. Das heißt, dass ich im Winter auf jeden Fall so 8 bis 12 Wochen im Terrarium die Beleuchtung ausmache, alles an Energie abschalte, was das Terrarium irgendwie aufheizt, auch die Beleuchtung ausmache. Und das reicht in der Regel schon aus, ne? Also in einem normalen Wohnraum, beziehungsweise am besten ein kühlerer Wohnraum, ne? Also vielleicht so ein Arbeitszimmer oder je nachdem, wo ihr die Terrarien stehen habt, oder in einem, früher hat man Bügelzimmer gesagt, ne? Gab es ja mal früher so Bügelzimmer, das gibt es heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so. Das sind so Räume, die nicht wahnsinnig warm sind. Also ich würde jetzt nicht gerade im Wohnzimmer neben Kachelofen die Winterruhe machen bei diesen Tieren, ne? Deswegen sage ich einfach einen kühlen Raum. Aber so ein normaler kühler Wohnraum oder auch Schlafzimmer vielleicht, da hat man am Tag dann vielleicht um die 20 Grad. Nachts die Zentralheizung schaltet ihr ab, dann geht so ein Wohnraum normalerweise auch runter auf 18, 16, 15 Grad, so um den Dreh rum. Und das reicht eigentlich für diese Terrarientiere aus, ne? Bartagame, Kornatter, Leopardgecko wäre so ein Klassiker, den man da auch dazu zählen kann. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Form, was man da machen kann. Man lässt die Tiere im Terrarium überwintern, muss sie nicht extra rausnehmen. Man bietet frisches Wasser natürlich an. Man kann, wenn man will, das Terrarium ein wenig abdecken, dann ist noch ein wenig abgedunkelt für das Tier, aber selbst das, würde ich sagen, ist nicht zwingend notwendig. Und natürlich in der Zeit nicht füttern, wenn ihr das macht. Und vielleicht auch noch ein Punkt, also nicht am Mittwoch füttern und am Donnerstag die Winterruhe anfangen, ne? Das macht natürlich auch keinen Sinn. Also die Tiere müssen gut verdaut haben. Ich würde sagen, bei einer Schlange mindestens 7 bis 14 Tage Verdauungszeit lassen. Bei einer Echse würde ich vielleicht so 4, 5 Tage Zeit lassen zum Verdauen. Dann kann man auch innerhalb von vielleicht 7 Tagen, wenn ich jetzt zwei Beleuchtungen im Terrarium habe, ne, dann kann ich erstmal die eine ausschalten und 3, 4 Tage später schalte ich die andere aus. Also ich würde, wenn möglich, das Ganze in so einer Zeitspanne von ungefähr 7 Tagen runterfahren und nach diesen 8 bis 12 Wochen auch wieder innerhalb von 7 Tagen hochfahren, ne. Also ihr braucht da auch kein Wahnsinns-Tamtam machen, also über Wochen hinweg reduzieren. Ich würde sagen, wo ich angefangen habe als Terrarianer, da hat man gesagt, oh, ganz langsam runterfahren und ganz langsam hochfahren. Also ganz so viel Tamtam macht man nicht mehr. Das kann man eigentlich auch selber beobachten. Auch in der Natur kommt ein Wintereinbruch relativ plötzlich und auch der Sommer und das T-Shirt-Wetter kann manchmal von heute auf morgen kommen und ebenso ist es in der Natur einfach. Also das geht da auch nicht über Wochen hinweg, jeden Tag ein bisschen mehr, sondern das geht doch relativ schlagartig. Also ich bin kein Freund davon, das jetzt über Wochen hinaus zu zögern. Wenn mich jemand fragt, sage ich immer, naja, 5 bis 7 Tage runterfahren, 5 bis 7 Tage hochfahren, das reicht. Und dann könnt ihr diesen Terrarientieren wirklich eine gute Winterruhe anbieten. Dann gibt es Terrarientiere, wo auch die Teus dazugehören. Hier so ein hübscher roter argentinischer Teu, roter Teu, schwarzer Teu sind relativ verbreitet in der Terroristik. Aus meiner Sicht ist da die Winterruhe fast am kompliziertesten. Hintergrund ist einfach, das Klima ist so mehr oder weniger vergleichbar mit norditalienischem Klima, ne? So ein mediterranes Klima, wo es im Winter doch aber auch mal auf 0 Grad oder 1, 2 Grad minus runtergeht in der Nacht. Tagsüber kann es sein, man hat mal wieder T-Shirt-Wetter mit 20, 25 Grad. Das als Winterruhe zu machen, das ist gar nicht so einfach. Wir selber haben früher den Fehler gemacht, wir haben die bei
8, 9 Grad, also ähnlich wie so Landschildkröten, ähnlich haben wir die im Kühlraum überwintert. Und das hat denen zum Teil gar nicht gut getan. Oder es gibt auch, ich weiß auch von anderen Terrarianern, die diesen Fehler schon gemacht haben. Also wenn die permanent unter 10 Grad haben, das vertragen die auch nicht. Ne? Das ist nicht das, was sie in der Natur haben. Mittlerweile machen wir die Überwinterung in so einer Art Wintergarten. Ne? Wir haben bei uns unterm Dach so UV-durchlässige Stegplatten. Da machen wir die Winterruhe, das ist einfach perfekt. Das ist, da kann es nachts, geht's mal runter auf unter 10 Grad. Tagsüber, wenn mal die Sonne rauskommt, an einem schönen sonnigen Tag, hat es auch mal über 20 Grad. Da kommen die auch mal raus aus ihrem Winterversteck und gucken sich ein bisschen um oder trinken vielleicht mal was. Und dann gibt es mal 1, 2 Wochen, wo es die Sonne nicht rauskommt. Da verstecken die sich. Gibt, by the way, eine gute Theo-Folge, wo man das auch ganz gut sehen kann in Südamerika, wie die dort überwintern. Also in den Verstecken macht man ein bisschen Heu und Stroh rein. Ich glaube, dieses Heu hat vielleicht noch ein bisschen so eine Kompostwirkung, ne? Also produziert gleich ein wenig Wärme in dem Versteck durch die Kompostierung dieses Heus. Und so ist es in dem Versteck auch nicht ganz so kalt wie in der Umgebung draußen. Wenn man das so macht, dann machen die eine problemlose Winterruhe und nach ungefähr 3 Monaten oder gut 3 Monaten kann man die Temperaturen wieder hochfahren. Und wie gesagt, auch für die Theos oder für alle Terrarientiere wirklich wichtig, weil sie danach wieder richtig agil sind, dann fressen sie wieder super, sind neugierig, laufen rum, entsprechender Größe fangen sie das Paaren an. Also sollte man auf jeden Fall dann auch so machen. Und dann habe ich hier den Klassiker, wenn es um Winterruhe bzw. in dem Fall um Winterstarre geht. So eine griechische Landschildkröte, die brauchen natürlich auch eine Winterruhe bzw. eben Winterstarre. Das ist wirklich wichtig für die Tiere. Oder viele Terrarianer, die Schildkröten haben da Angst davor. Die denken, oh je, wenn die jetzt da in den Winter geht und dann wacht die nicht mehr auf und so weiter. Das ist recht interessant. Es gibt hier eine Studie von 2006. In Frankreich wurde die gemacht. Aline und Frank haben diese Studie erstellt über die Winterstarre und die Sterblichkeit bei Jungtieren von Testudo. In der Studie hat sich gezeigt, bei den Tieren, die im ersten Jahr keine Winterstarre gemacht haben, ne, also das erste Jahr, wo viele Angst haben, oh je, da passiert was, da sterben sie. Die, wo keine gemacht haben, sind 23% der Tiere im Lauf des Jahres dann gestorben, ne? Also fast 1/4, ja, weil sie einfach diese Winterstarre brauchen, um gesund zu sein, um gesund ranzuwachsen. Ne? Das brauchen die. Macht man es nicht, stirbt 1/4 der Tiere. Mache ich die Winterstarre, ich glaube auch in der Studie drin, dann sind irgendwie ein paar Prozent, also ein paar wenige Prozent der Tiere sind in der Winterstarre gestorben. Ne? Also von dem her, wenn ihr euren Tieren was Gutes tun wollt, macht auf jeden Fall diese Winterstarre und das Ganze schon im ersten Jahr. Nicht denken, ja, das mache ich erst im 2. Jahr. Ist ja völliger Quatsch, weil in der Natur kommt ja auch niemand und tut die kleinen Schildkröten im ersten Jahr warm halten oder so. Ne? Ich hatte es gerade schon angesprochen, eben das Ganze muss auch relativ kalt sein, also 4 bis 6 Grad brauchen die, um richtig in diese Winterstarre zu fallen. Wenn ihr die Tiere zu warm haltet, dann geht der Stoffwechsel nicht weit genug runter. Die Tiere sind in so einem Zwischenstadium, was ebenfalls absolut abträglich für die Gesundheit der Tiere ist. Ne? Also ihr müsst wirklich diese 4 bis 6 Grad müsst ihr machen. Das Ganze macht man am besten in so Überwinterungskisten, wie ich hier eine vorbereitet habe. Da unten drin ist eine feuchte Erde. Obendrauf ist jetzt in dem Fall, das ist so Birkenlaub, das man so obendrauf macht. Man setzt die Schildkröte da rein. Ähnlich wie ich vorher angesprochen habe, man macht ein paar Tage Übergang, wo man erstmal im Terrarium über eine Woche hinweg oder im Terrarium oder im Freiland, je nachdem wie ihr es also wenn ihr sie im Freiland haltet, dann habt ihr natürlich den Übergang automatisch. Wenn ihr
die Übergangszeit die Tiere im Terrarium haltet, dann wie gesagt, dann tut innerhalb von einer Woche runterfahren. Dann setzt man die in diese Box rein. Diese Box für dieses Tier ist natürlich zu klein. Das habe ich jetzt einfach so symbolisch, beziehungsweise für Jungtiere ist diese Größe perfekt. Für adulte Tiere soll sie deutlich größer sein. Ich habe hier, da sind auch Luftlöcher drin in dieser Box drin. Wie gesagt, unten ist die feuchte Erde drin. Obendrauf ist das Laub. Alternativ zu dem Laub kann man auch Sphagnummoos verwenden, was man oben drauf macht. Das ist auch wirklich gut. Die Tiere graben sich selbstständig da ein. Also man setzt die Tiere einfach da rein bei Raumtemperatur. Die fangen an, sich selbstständig einzugraben. Ich würde sie da vielleicht 1-2 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen und dann in den kühlen Raum bringen. Das Ganze überwacht man regelmäßig. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen einer guten Überwachung, aber auch nicht den Tieren oder die Tiere zu viel zu stören. Wenn ich da jeden Tag das Tier ausgrabe und gucke, wie es denn dem geht, dann störe ich natürlich das Tier auch jeden Tag. Also ich würde euch empfehlen, am Anfang, also bei so einer durchsichtigen Box ist es ja eh praktisch, da sehe ich, hat es sich schon eingegraben, ist es weg, okay, alles gut. Und dann vielleicht, wenn man mal nach 3-4 Wochen mal vorsichtig reinschaut unter dem Laub oder sehe ich was, okay, das Tier ist schön eingegraben, dann ist alles gut. Und dann würde ich das Ganze überwiegend von außen beobachten. Was natürlich wichtig ist, man sieht es eigentlich auch von außen, gerade bei so einer durchsichtigen Box, das Substrat darf nicht eintrocknen. Es muss immer gleich ein bisschen feucht sein, natürlich auch nicht klitschenass oder matschig nass. Dieses Laub oder auch das Sphagnummoos, das ich gerade angesprochen habe, das darf nicht schimmeln. Ein Schimmel wäre natürlich auch krankheitsauslösend für das Tier. Es muss also frei von Schimmel sein. Das überwacht man, wenn da irgendwie was auftritt oder wenn da wirklich was schimmeln würde, müsste ich es austauschen in dem Moment. Und so lasse ich das Ganze für 3 Monate, wie gesagt 4 bis 6 Grad, und dann bietet ihr eurem Tier eine perfekte Winterstarre an, oder dann kann das Tier eine perfekte Winterstarre machen. Und ihr könnt gewährleisten, dass euer Tier im nächsten Jahr wieder genauso gesund ist wie im Jahr davor. Das Schwierige daran wird sicherlich sein, dass man echt diesen Platz findet mit 4 bis 6 Grad. Ne? Ich glaube, die Keller, die man heutzutage hat, da hat schon lange keiner mehr einen Keller, der 5 Grad hat. Das werden die wenigsten irgend so einen Gewölbekeller haben. Wenn man Glück hat in der Garage, im Gartenhaus, manchmal, oder man kann so Lichtschächte, ne, die man am Keller hat, ne, wo ja dann irgendwie so ein Kellerfenster ist mit einem Lichtschacht, der kann vielleicht die passende Temperatur haben. Oder letztendlich tut man halt doch irgendeinen Kühlschrank, einen ausgemischten Kühlschrank nehmen, wo man die Tiere reinmacht. Das sind so die besten Ideen, würde ich sagen. Das Ganze muss man ja irgendwie überwachen oder muss irgendwo wissen, stimmt diese Temperatur aus das ganze Jahr über. Das ist natürlich die nächste Schwierigkeit. Also von dem her ist es eigentlich praktisch, wenn man das sogar fast ein Jahr vorher mal antesten kann, ob die Temperaturen so sind, bevor ich jetzt denke, oh ja super, ich nehme die Garage, um irgendwann festzustellen, oh je, meine Garage hat ja nur geht ja runter bis auf 0 Grad, oder meine Garage oder mein Keller zum Beispiel. Irgendwann stelle ich fest, ach Mist, der Keller hat ja permanent immer noch 9 oder 10 Grad und ist viel zu warm. Wie gesagt, wenn ihr euch mit dem Thema rechtzeitig befasst, ist natürlich ganz wichtig. Was auch wirklich toll und praktisch ist, es gibt diese Funkthermometer. Das habe ich auch zum Beispiel sowas, da hat man dann eine App auf dem Handy, Weather Hub in dem Fall zum Beispiel. Da kann ich dann die Temperaturen an da kann ich verschiedene Fühler ablesen. Also in meinem Fall habe ich jetzt hier die Bruträume drin oder sowas, oder die Zuchträume. Aber da könnt ihr es ablesen. Es sind auch Alarmschwellen drin, die man einstellen kann. Also dann mache ich, wie gesagt, da mache ich den Fühler in mein Gartenhaus. Also ihr braucht eine funktionierende WLAN-Verbindung natürlich zu dem Fühler. Das müsst ihr halt beachten, dass das Ganze über WLAN geht. Aber das ist natürlich toll, so habe ich permanent die Kontrolle, ob die Temperatur auch stimmt. Und noch ein wichtiger Tipp dazu, Mäuse und Ratten,
haben oder sind echte Feinschmecker. Und wenn da irgendeine Landschildkröte Winterruhe macht und ihr habt Mäuse und Ratten, dann muss man natürlich, oder dann ist die Gefahr riesengroß, dass diese Nagetiere eine schlafende Schildkröte auch anfressen oder auffressen oder was auch immer. Da müsst ihr natürlich absolut sicher sein. Also das heißt, der Behälter, den ich jetzt euch vorher gezeigt habe, so ein Kunststoffbehälter, da kann sich sicherlich keine Maus oder Ratte reinfressen. Also ich glaube, da seid ihr auf der sicheren Seite, oder eine entsprechende Holzkiste oder sowas. Aber die muss so dicht sein, dass ihr wirklich sicher seid, dass nicht irgendein Nagetier da eindringen kann und eure Schildkröte verletzen kann. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Einiges von dem, was ich erzählt habe, zum Beispiel auch diese französische Studie, habe ich diesem Buch Winterstarre vom Thorsten Geier übernommen. Ist wirklich ein tolles Buch. Wenn ihr Landschildkröten speziell habt, dann würde ich euch das wirklich nahelegen. Also ich kann hier in den 20 Minuten schon einiges erzählen, aber das Buch ist noch natürlich einiges tiefgreifender, weitreichender, hat tolle Informationen drin, kann ich euch empfehlen, dass ihr keine Fehler macht. Wie gesagt, in dem Fall speziell zu den europäischen Landschildkröten. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn dem so war. Abonniert den Channel. Abonnements sind der Lohn des YouTubers, wie ihr wisst, ne? Daumen und Abonnements. Also bitte Kanal abonnieren, damit helft ihr mir ein bisschen. Und ansonsten bleibt mir treu und bis zur nächsten Reptil-TV-Folge.